Ich werde ja als der deutsche Ingenieur angekündigt, der in Asien auf den Philippinen lebt und Gebäude und kritische Infrastruktur gegen die Schäden durch Hochwasser schützt. Und wenn Sie mögen, möchte ich Sie in den nächsten Minuten auf eine Reise mitnehmen zu dem größten Wachstumsmarkt der Welt, nach Asien. Aber vorher lassen Sie mich noch eine Frage stellen, bitte. Wir sind ja heute hier auf einem Kongress aus Unternehmerinnen und Unternehmern aus Deutschland, Schweiz, Österreich, ich glaube aus Italien, den Niederlanden sind auch einige Vertreter da. Und haben Sie schon mal Hochwassererfahrung gemacht? Haben Sie schon mal nasse Füße gehabt? Mal kurz Hand hoch. Ich war schon mal im Hochwasser. Da waren einige, also auch die auf dem Küchentisch standen, bitte melden, Schummeln gilt nicht. Ja? Und da Sie ja sehr wahrscheinlich auch gute Produkte haben, Sie sind ja Unternehmerinnen und Unternehmer, und sich auch immer wieder ärgern, so wie ich, dass Sie gegen Billigheimer, sogenannte Billigheimer verlieren, die viel schlechtere Produkte haben. Die Frage, wer war denn in Asien schon mal von Ihnen? Ja, Mittlerer Osten, indischer Subkontinent, Südostasien, China, doch etliche. Okay. Wollen wir die Reise beginnen? Also bei mir fing das 2007 an. Ich bin zum Frankfurter Flughafen gefahren, Terminal 2, Malaysia Airlines. Und dann, ich glaube, 12,5 Stunden Kuala International Airport, so war das. Und habe an der Oil and Gas Asia teilgenommen und suchte einen Vertriebspartner, einen Businesspartner. Und am ersten Tag hatte ich Glück und habe eine Partnerin gefunden, eine bildhübsche Chinesin, wie sich herausstellte, großgewachsen, sprach gut Englisch, konnte etwas auf Deutsch mit mir kommunizieren. Die führte mich durch die Messe, dass ich nicht so verloren war. Und abends landeten wir im Beach Club. Kennt ihr noch jemanden, den Beach Club? Legendär. Und mein Freund Nick mit seiner Freundin, die ging da ein und aus und die hatten eine Loge organisiert. Wir sind also an dieser Warteschlange vorbei und der Bodyguard, der nahm da diese rote Kordel weg und wir rein und haben unsere Sachen abgelegt in diesem kleinen Kabuff und Alkohol floss in Strömen und wir tanzten und dann nahm ich Nick irgendwann zur Seite und sagte, Andy, hast du eigentlich schon weißt du, auf was du dich da einlässt? Sag ich, nee. Was meinst du denn? Sagt er, hast du schon den Handtest gemacht? Sag ich, nee, was meinst du denn? Sagt er, hier in Asien ist mehr Schein als Sein. Sag ich, verstehe immer noch nicht. Sagt er, ja, den Handtest. Die schönsten Frauen in Asien sind gar keine. Da habe ich zu mir gesagt, ich muss meine Strategie doch mal überdenken. Am nächsten Tag war ich mit 6 Malaysiern unterwegs. Ich suchte ja immer noch einen Geschäftspartner oder ersten Kontakt und einer nach dem anderen fiel dem Alkohol zum Opfer. Nachts um 2:30 stand noch Jimmy, die haben ja alle westliche Namen, und Jimmy trank das Weizenbier und stand. Und ich sage Ihnen, das ist kein Joke, viele Unternehmen wählen jetzt diese Person als Vertriebsrepräsentant aus. Das ist der Biertest. Habe ich erlebt, ist nicht gelogen. Wir haben das nicht gemacht, ich habe daraus gelernt, wir sind mittlerweile erfolgreich von Katar, Dubai, über Indien, Kambodscha, Singapur bis China. Und wenn Sie auch diesen Schritt gehen möchten und einmal diesen Billigheimer es zeigen wollen, weil Sie ja viel bessere Produkte haben, dann denken Sie bitte an 2 Dinge. Das ist der Handtest und der Biertest. Sie brauchen das ja nicht selber tun, aber haben jetzt ein Bild im Kopf. Und dann haben Sie die ersten Schritte zu Ihrem Erfolg im Asiengeschäft bereits gemacht. Und ich ende meine Vorträge immer mit Stay safe and flood free. Und heute sage ich das auf Deutsch. Bleiben Sie gesund und sicher und hochwasserschutzfrei. Herzlichen Dank.